Okay. Ja, nu zijn ze dat Shauft beter. Goed genoeg. Dankeschön. Ik weet niet van, ik glaube, ik moet trouble zijn. Wir haben noch ein Mess, alle Kirchen irgendwo nicht ganz das Recht Kontakt kriegen mit uns Technology. Aber damals, so Margaret kam von Mexiko, sie sind in Chihuahua geboren, ich weiß nicht von, was das meint alles, ich sehe da nicht abgewasst, ich sehe da wenig gewasst. Ich bin dieses Jahr im Januar da auf eine Werk, dort wird so viel, was ich von Chihuahua, von der Jäajent kann, so, ich weiß nicht, aber sie kam von da irgendwo aus einer 15 Jahre in Ontario und hat hier dann gewohnt, was wie mit jeder Feierjahr kriegen nach Bolivien tragen. Und sie sagt, dass sie es eine gute Männer nicht, wenn sie versteht, Fan zu shoppen. Als wir uns befrieden, dann gibt sie einem und kriegt Feier. So, ich habe 3 Kinder. Und wir befrieden uns. Und wir sind nun mehr als 25 Jahre befriedet. Im Oktober sind es 25 Jahre. Und ich sehe Gott noch alle Tag dankbar. Dort sind die Gifthaft. Okay. Und 2015 trocken Margaret und ich nach Bolivia, wenn wir fehlten den Raub. Go ahead and put that next slide on. Trocken wir nach Bolivia, wenn wir fehlten den Raub, dort wir sollen das Evangelium in Bolivien predigen. Wir wohnen nun 55 Kilometer außen von Santa Cruz. So, wenn ihr da an der Linke seht, so in den Roden, hier ist dort ein Box. Der Rode steht dort Santa Cruz. Wenn ihr würden in Bolivien kommen, ihr würden an Santa Cruz anfliegen. Und dann von dort, wo ihr von ungefähr eine Stunde, mit je eine Stunde außen vor, ein bisschen mit Nordosten, nach Pailon. Und ihr rutschen mit Pailon vorbei. Und in Nordosten sieht von Pailon, da ist ein kleiner Dorf, Villanueva. Und dort wohnen wir. Und ich will Ihnen ein klein bisschen von dort vertellen. Und in 1991, 2000 darum, go ahead and move it to the next slide. Wir in den Missionoaren dort, Duft Janssen, David und Lisa Janssen, kann je vielleicht, wie kann diese Lichter hier switchen, so dass dort ein bisschen da ist? Hey, now that's nice. Dann dachten wir das nicht mal so sehr, haben gesagt. David und Lisa Janssen, wir in Bolivien und sagen mit uns, das ist eine Gruppe Menschen, die in verschiedenen Städten, wo die nicht anpassen. Die gehören nicht zu. Das sind Mennoniten, die an Rangen wohnen. Und spanische Dörfer, und die reden nicht gut die Sprache, und die fühlen sich nicht zu mit dieser Kultur. Die haben nicht ein Heim, wo die zu gehören, die sind am Forum abgewaschen, aber irgendwo am Dorf. Und das passt nicht. Vielmal werden die in Sinn versunken, die Mann vielmal auf Gas besopen und da in Ranch und die Familie, die wisst nicht, wo die leben sollen. Und David und Lisa hatten ein Besorgnis. Dieses Lied fehlt Help. Und sie fangen an zu sehen und fangen an, da fehlt ein Stück Landlichkeiten für diese Lieder, die wir keinen frisch anfangen, wenn es in der Kolonie schafft es nicht mehr. Die wohnen nicht in der Kolonie, wenn es die wollen nicht mehr das alte System. Die werden auch mit dort. Mit all ihrer Gesetzlichkeit, mit all ihrer Regeln, mit all das, was ihnen bedreckt, wie ihnen dort auch und sie werden von der Kolonie weggetragen. Oder, die hatten sich bekehrt. Einige von denen. Kann auch sein, die werden einen Sinn gewasst, dann werden da irgendwo ausgeschlossen, aber die werden ausgeschlossen von der Kolonie und verstaat und können nicht mehr da wohnen. Die werden die bütere Kolonie irgendwo und da werden wir so eine Geschichte. Und dieses Lied hat nicht Hoffnung. Ich sage den Vers, David Janssen hat in der Hand geschrieben, David checkt mir das Wort. Und wo da nicht Hoffnung ist, durch verdorbene Menschen. Dann war das wichtig, dass dieses Lied wurden in Platz fingen, wo die können, frisch anfangen. Move it over to the next slide. Die fehlt eine Stadt, wo die können wohnen, wo die können manche ihre Menschen wohnen, wo die können ihre Sprache reden in verschiedenen. Und so, dann werden vielleicht Land gekauft und die sehen hier und das sieht, und vielleicht Land, das ist ein kleines bisschen, das sind 132 Hektar oder 326 Acker Land, und da wird dann Letter gemerkt, und ein Dorf von gemerkt, und da gibt es dann die Gelegenheit, dass diese Lied können durchtragen und können frisch anfangen. Wenn wir dann das nächste Bild checken, dann sehen wir, das sieht ein bisschen anders. 2017 leidt das ein bisschen alles als Start. So, ihr seht, das hat was getan, das ist ein bisschen mehr da. Aus
En 2005 was dit land gekauft wordt. So, dit is 2017. Dit beeld is niet een ganz nieuw beeld. Er zijn nu al net of meer huizen. Aber ik wil jullie plus zeggen, de oorzaak waarom we dit land kaufen, en ik wil niet door dan, aber waarom dit land gekauft wordt, wird om deze lied, die wordt in zin versunken werden, eine Städte te geben, wo die das Evangelium haben. Aber da wie auch um ihre Kinder eine Schule geben, dass die können lernen, dass die können lesen und schreiben und so was dort. Und drittens, dass die können ihr Leben merken irgendwo, dass die eine Städte haben, wo die können anfangen zu schaffen. Diese Lied haben nichts. Also ich würde weiten, würde anfangen. Ich weiß nicht mal, ich wieder nicht. Aber diese Lied haben, wir würden vielleicht sagen, wenn ja aus nichts. Und von da fängt es an. Nu wil ik je zeggen wat van jou is. Ik ging, en wie je nou hebben, eerstens taal ik maar, hoeveel huizen zijn hier, hoeveel woonsteden zijn hier. Er zijn 93 huizen, wo mensen bij wonen nu. Vielleicht nu al in de laatste 2 maanden zijn er meer ingetragen, ik weet niet, want er zijn meer wat er gebouwd worden. Wanneer er 5 kinderen in een familie zijn, dan zijn het zeer dicht bij 500 mensen, wat in wie je nu wonen. En wie je nou zijn 22 Geschäfte, wat de andere mensen arbeid geven, wat de arbeider hebben. En er zijn 112 arbeiders wat er volltijdig schaffen en deze Geschäfte. En 13 jaar. Er zijn dan nog bij dort nog eenmaal 31, wat er porttijdlich schaffen, seasonal. Wanneer de draagtijd is, oder zijtijd, oder so wat, dann vorne kommen und Traktoren und so was. Die schaffen noch bis sie. Und bis sie dort sind noch die, die von den Spaniern kommen und dann an die Hiese abmehren und an die Weinbühen und verschiedene so Dinge aus dort. So, das ist, und die Ewige von den Menschen, das sind Mennoniten, die wollen nicht Arbeiter sein. Die wollen für sich selbst. Und das sind sehr wenig. Wo du sagst, wem sie Arbeiter sind, die fingen ihr Weg in Leben zu merken, Tüß auf dem Hof. So, für diese Lied ist es eine große Gelegenheit gewesen. Und da sind von dem auch wenig von denen, die damit anfangen. Die meisten sind, sondern die Leute gekommen sind, ein paar sind noch von der ersten. Aber das hat eine Gelegenheit gegeben. Noch ein wieder, an der 2006, ihr weißt, Arlie und Eva Peters waren da. Und Arlie hat den Auftrag, eine Schule anzufangen. Diese Lied, wenn sie aus der Kolonie kommen, kann die Eltern hauptsächlich nicht lesen. Die können nicht schreiben, und wenn sie noch können, wir sagen hier das Hochdeutsch. Wenn wir dort in Ansicht haben, dann hat uns nichts. Die verstehen nichts von der Hochdeutschen. Wir singen bloß Plattdeutsch oder Spanisch, einer war mal Englisch Leute machen. Aber Hochdeutsch singen wir niemals in Ansicht haben, wir uns dort halt nicht. Keiner versteht. Dieses Lied fehlt Education, so in Englisch haben wir unsere 3 E's. Evangelism, Education and Economic Development. Dat zijn de 3 dingen wat we doen. Dit is nummer 2 van de dingen wat we doen als school. Arlie Peters in 2006 hat het bedoel gebracht dat ze kunnen een school aanvangen. En hier zei je, wo ze de Schaffel het eerste mal aan de eerd sturen, dat het een school geven wordt. En dan dit beeld hier in 2012, 2014, wir dat al de derde graduation, wat er passiert, dat mensen kunnen gradueren van grade 12, dat die kunnen wieder naar school gaan. Aber dat wichtige Part wird 2012. 2012 dan wordt deze school met de regering eingeregistreerd, zodat de regering dit anerkent als een school, wat er wirklich dort leert, wat ze zullen, zodat er libreta krijgen, diploma, en dat they kan naar colleges en universities gaan, dat they kan onderdoen als bloosmaken oder vormen. Deze school van jou, die heeft, nächste beeld, die heeft nu 22 leerstudenten. Er zijn 122 studenten in deze school in Villanueva. En dat is dit jaar en gouden jaar was zo weit. We hebben 62 studenten wat gegradueerd hebben. Met grade 12. Van dan. Van ongeveer de helft van die zijn adults, al erwachsenen, wat door aan de ovens naar school gingen. Die gingen maandag, dinsdag, middag, alle werk voor 2 jaar naar school, om grade 12 krijgen. En ik kon je Geschichten vertellen van een deel van deze
wenn die wären, all, die kommen in die Kolonie mit ihrer Familie und alles, und dann noch eine Schule gehen und dann noch ihre Familie versorgen und all das. Ich kann nicht Zeit, um all diese Geschichten vertellen, aber wenn ihr wollen, wir können Luther mal reden. Aber diese Schule ist ein großes Ding. Einer von den Männern, und wie ihr noch seht, mir, naja, die gingen auf den Gastraum und versuchten, Küken zu verkaufen, dass Mama können nicht eten kriegen, dass sie was zu eten hatten. Aber Papi ging herum und nahm das Geld weg, dass er trinken kann. Wenn er erst besuchen, nicht wieder nicht mehr gehen kann, dann können sie noch Geld verdienen zum Eten. Die Kinder sind hier in der Schule. Und der hat nicht Gelegenheit. Das ist nicht der einzige so eine Schule. Wir haben nu, da sind noch einmal 6 Schulen gleich weg, wo unter diesen Umbrella, unter diesen Charme schaffen. Von hier fort wir rüten oder andere Schulen und haben die Lehrer statt die das Rechte tun, so dass die auch können. So in verschiedenen Kolonien, wo die auch wieder wählen, dort können die Kinder nu auch mehr lernen, so dass sie können wiederkommen. So dort ist ein klein bisschen von der Schule. Wir haben wenigstens Feier, was ich weiß, was nu an den Colleges sind, was sie wieder lernen, zu Nurse und zu Chef und verschiedene Dinge, so dass sie können wieder arbeiten. Dann gehen wir eben nach der Kirche. Die Kirche ist das Evangelium port. Morgen kamen wir in 2016, am 1. Mai, fange ich an als Pastor dort zu schaffen. Und haben nu für mich über 3 Jahre. Unser Auftrag ist das, dass wir wollen die letzte Missionoaren Pastor sein in der Kirche. Wir haben den Auftrag, Lehrer reinzumerken, zu halten, dass die wollen die Kirche selbst leiden. Als wir daheim kamen, wir dort keine. Die hatten Diakonen gewählt den Tag, oder den Tag, und die bestätigten den Diakonen den selben Tag, was sie uns anstellen als Pastors. Also wir fangen von ganz unten an, wir nicht von Lehrerschaft da. Und dann wird uns der Auftrag nu, die geben uns 3 Jahre und sagen, dann soll die Kirche selbst ran und dann können wir selbst was tun. Weil wir sind die 3 Jahre vorbei und ist noch nicht ganz bei da. Aber ich will Ihnen sagen, wir haben in langen eng, sind in langen eng am Weg dahin. Wir haben von der auch, ein Diakon, uns fehlen noch 2, und wir segnen nur die. Aber wir haben eine volle Board, was er rannt, und was die Kirche anladen hat. Und wir haben Sinnerschule, wir haben all dort, Sinnerschule wie all dort, die haben Sinnerschule für Kinder. Ja, wie die Hand haben, und dort ist noch kriegt, so, aber auch für uns sind die Kinder da. Aber die Lehrer finden in diese Kirchen ist sehr, sehr schwer. Wenn es diese Lied kommt von der Kolonie. Und die weiten, wo das schafft in der Kolonie nicht so. Wenn der Prediger vielleicht dort vorhin kommt, was wünscht die Jünd? Dass die nicht wieder bei uns am Hafen abkommen. Und wenn ihr am Hafen abdreht, was habt ihr gehört? Was wollt ihr von mir? Ich wollte ihm nichts sagen, wenn ich ihm was sage, dann verklärt ich mich selbst. Und die haben Angst vor den Prediger. Nu früher wie end, dass sie wollen diese Prediger schwören. Und dort wollen sie nicht. Wie sie dort, wenn ein Prediger einen Fehler merkt, den wird ihm für Lebenszeit noch gedreht. Der hielt dem immer wahren. Und so diese Lied wollen nicht Lehrer sein. Bis sie dort noch, das ist noch einmal gelehrt worden, wie wollen ihnen sagen, was sie tun, man, die brauchen nicht selbst denken, wie wollen das für ihnen tun. Nu sollen sie das sagen, was sie denken. Die verstehen das nicht, die haben einen schweren Tick mit das. So, wo fängt denn an? Wo tät denn? Wie hier von dem Programm 2017, ich wusste eben so davon, aber dann rede ich mit Daryl Kaler und Sharon Soper und die möchten mir sagen, ich soll das Programm brauchen, was hier, wo die dort vielleicht schauen, hier an oder sehen, wie dort sein sehen oder seta. Wenn seta ist eine kleine Port von das große Sehen-Material ist in der ganzen Welt bekannt. Es sind 100 verschiedene Länder, wo das nicht gebraucht wird, und 80 verschiedene Sprachen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Programm, um Lehrer abzubauen, dass die wollen Kirchen anladen. So, 2018 fangen wir mit 21 Studenten an. Wir sind hier auf bei 10. Dort wird ja wenig passiert mit dem Programm. Wir fangen mit dem Christusleben an. Christusleben, das sind Saßbeker aus Matthäus, wo du das Matthäus-Evangelium nimmt und studiert du Derch, aber das Ziel ist, 2. Timotheus 2, Vers 2. Dort, wo du von mir gelehrt hast, dort lehr andere, was ist das Wort, abrechte Männer, wo dort auch wieder lehren können.
So, das Ziel für unsere Schule ist nicht, dass wir in der mehr weiten. Aber dass wir was lernen, was wir andere geben können. Wenn wir das bloß für uns lernen, dann habt uns das nicht. Aber wenn wir das wiedergeben können, dann ja. Und so wie merken leider, diese Tieren, das sind 3 Stück Mann, die nicht in der Klasse sind, Tieren von uns sind nu in der Schule und wir haben nu al 2 Jahre studiert. Wir fangen diese Werk an, saß das Buch an in Matthäus und wir hoffen im November, wo wir unsere Graduation haben, dann haben wir ein 2-Jahres-Programm Derch, wo wir Saasbeker Derch studiert haben. Und diese Menschen sind alle in der Kirche beschäftigt irgendwo. Die helfen mit Leidenschaft. Der nächste, als wir das jetzt hatten, angefangen, dann waren wir hatten einen jungen Mann, der 18 Jahre alt, der sagt, wie 2 Werke in der Klasse, und sagt, er konnte es nicht. Hast du nicht was leichtet? Und ich sagte, nee, ich kann nicht. Sagt er, dann mach ich ab hier. Und ich sagte, no, brauchst nicht. Und er sagt, er kann nicht lesen, er konnte es gar nicht. Ich sagte, jo, da wollte ich helfen. So ich las das ganze Buch auf ein Audio ab, so dass das ging über WhatsApp, eine Lektion auf einmal rüberschicken und schickt den da. Und der hat sein Phone, und dann las dem an sein Buch mit, das ist das Phone las, und dann, wenn ich steht, wo der so eine Antwort schreiben, dann hält er ab, und dann sagt er sich die Antwort, und schreibt er dann an. Und am Ende vom Buch, dann merkt er den Test. Nu fangen wir das wertvolle Leben an, das ist eine Klasse Lehrer. Lothar werden wir haben ein Buch, was der Lehrer ist, eine Lehrerklasse, einfacher. Nehmen das als eine Dopeklasse, nehmen das als eine Informationsklasse für Söhne, die wollen ihr Leben, ihr Glauben besser verstehen. Und dann haben wir 31 Stück, was diese Klasse wollen nehmen. Wir können bloß 10 Stück in eine Klasse haben, das ist, was das Material an sagt. Das tun wir dann. Die werden von 13 bis 63 Jahre alt, so wie deuten die an 3 Klassen, eine Klasse in Spanisch und 2 in Plattdeutsch. Ich nehme die 2 Plattdeutsche und es sind nach so oben, eine Klasse 7, eine Klasse 8. Und Benedikt, die nehmen eine Klasse in Spanisch. Und dann studiert wieder Derch. Wir haben 5 von diesen jungen Menschen gedeit. Die anderen, die nehmen die Klasse bloß und die sind diese 14, die graduaten mit einem Certificate. Und die sind beschäftigt. Aber Peter, ich sehe den Peter in das andere Buch. Als wir die Klasse anfangen, die erste Lektion, dann pocht er hat 3 von den anderen Studenten hatten ihre Lektion dann, wenn sie konnten nicht lesen. Das ist ein Teil mehr, was ich von dort sagen kann, aber ich war nicht. Bloß noch ein Bild. Und dort ist von unser frühes Ministry, Margaret, die ersten 2 Jahre lädt Margaret das an und das spielt sich so, das schlaft bloß am Matten, schlaft am Hänger an und das Jahr sagt, ich war nicht. Wenn ich nicht helfe, dann war ich nicht. Und dann stoppten die Evangelium und dann fängt das Team Kommentar an zu laden. Und nun haben sie, steht alle 2 Werkbibelstunden, haben sie alle Werkbibelstunden. Und die frühest laden das an. Alle, das sind Saßstärke im Kommentar, und dann jeder eine, die dann ansagt. Und dann schafft das viel leichter. Das wie ein frühes Tag, nu im Mai. Und die hatten alles geplant. Und als der Weg fährt, weil Margaret ihre Mama so krank musste, wie nach Kanada kommen. Und dann mussten sie sich das selbst mitweiten. Und weißt du was? Die hatten ein gutes Programm. Die deden noch ganz selbst in der Schaft. So, da sind noch ein Teil mehr Geschichten, die ich irgendwo kann vertellen, aber ich kann nicht die Zeit von der Summais, wenn ich will noch das Wort bringen, predigen. Und ich will ein klein bisschen sein. Wenn die Frauen haben, aber das, ich will ihnen sagen, Margaret und ich wollen hier rum sein, wir blieben von der so, aber Marien, wo wir hier blieben übernachten, die kennen uns Frauen und wir haben noch ein Teil mehr. Aber dort ist ein kleines bisschen von der Arbeit an Villanueva. 200 Kilometer osten von dort ist die Kolonie, die Kommunität Hacienda Verde, und dort 6000 Hektar Land, und da wohnen ja 147 Menschen, und das ist noch ein Teil mehr zu sein. Aber Gott ist so eine Arbeit, und Gott rät diese Menschen in ihr altes Leben, und die kriegen das Evangelium. Okay, dann eben no. Die Predigt. Wir fangen, Margaret und ich sind nu hier vom 25. Juni in Kanada. Wir hatten eine Werkzeit, wir hatten geplant, wir würden mit Mama tapanen. Nu wir Mama gestorben und nu fehlt uns der Werk nicht.
So, wir hatten das, was wir Gelegenheit hatten, dann fuhren wir nach Kentucky. Nur the Ark Encounter, move that one slide further, please. Und fuhren wir nach Kentucky, nur die Ark Encounter, und besahen uns diese Arche, was die neue Bütan von Noah seiner Zeit. Und auch das Creation Museum, und haben das besahen. Und ein Ding war mir wichtig. Da ohne wohnte wir ein Spruch, wird geschrieben, jemand, der früher, warum würdest du einen Gott anbeten wollen, was er so beis ist, dass der wird all das Leben verdorben, wenn es so verstellt ist, du war. Ich fange an zu denken, was von Gott beten wir an? Was von Gott stellen wir den Menschen vor? Wann wir wollen nur Jesus Christus bringen? Wann wir wollen, aber du bringst die auch das Erlösungswerk erfahren, was wir haben. Ist das ein Gott, für wen wir Angst haben? Wer der doll ist? Was der Rach reift? Ich was ab von klein in Lied, wenn da ein Gewittersturm kam, wenn der Gewitter war, dann mussten wir uns da saßen und mussten unsere Hängetopf foten. So ist das? Weißt ihr das auch? Okay. Und wenn es schloen, dann redet Gott, right? Wenn es sehr hund schlug, was dann? Dann redet Gott, ihr ins nicht hart. Und ich hatte Angst für diesen Gott. Uns wird gesagt, wir müssen prachrinnen beten. Vielleicht wird Gott uns gnädig sein und uns noch mal raten. Vielleicht. Wenn wir gescheit genug sind, dann wollen wir nicht brücken und Hals brennen für immer. Und ich hatte Angst. Aber ich habe einen anderen Gott kennengelernt. Ich habe einen Gott kennengelernt, was der leibtülich ist, was die Menschen raten will. Er will alle Menschen raten, nicht bloß ein paar. Jesus Christus ist für alle Sünden auf der Welt gestorben und er will rein jeder einem von den Menschen raten. Der will nicht, dass einer soll verloren gehen. Und ich will Ihnen diesen Gott feststellen. Das ist sein Opfer, sein Angebot von ewigem Leben. So, wenn wir zurückgehen nach der Arche, was hat das mit dem zu tun? Gott hat am Garten Eden Menschen angestellt und hat gesagt, von der einen Frucht soll ihr nicht eten. Wenn wir mal den Vers lesen, aus 1. Mose, und ich glaube, wir haben den da. Und wir wollen sehen, das sind zwei Sprachen, und das eine ist in Plattdeutsch, das andere ist in Englisch. In Bolivia, dann würde ich das eine sieht Spanisch haben, der andere sieht Plattdeutsch. Aber, ja, so, wenn wir dort lesen, dort sagt es dit, in Gott der Herr nimmt den Mensch in Sodom und den Garten Eden, so dass er den bearbeiten und besorgen wird. In Gott der Herr bestellt an den Mensch und sagt, du darfst von irgendeinem Baum am Garten eten, aber von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, was gut und schlecht ist, von dem sollst du nicht eten, weil dort wird unbedingt den Tod bringen. Mag was Gott nicht sieht. Er sieht nicht, wenn du von der Frucht eten wirst, dann wird die Tod gehen. Der sieht, wenn du von der Frucht eten, wird ihr sterben. Die Frucht ist giftig. Ete nicht. Als du davon eiten, fängt der Tod an. Das wir nicht in Dreiben. Das wie eine Warnung. Ete nicht von. Das ist gefährlich und ich will das nicht haben. Gott ist ein radender Gott. Der will immer weiter raden. Und willst die Menschen sein Bastard geschöpft werden, warnt er, die sollen das nicht nehmen, sollen das nicht von eten. Aber sie eiten davon. Und die fallen nicht dort um. Die lebten wieder. Wie Gott dann artig warst? Nee, Gott will nicht artig. Gott hat jährliches Leben, starb, kriegt durch. Von nun an hatten sie Angst vor Gott. Von nun an verstärkten sie sich vor Gott. Von nun an wird das Verhältnis nicht durch. Also sie schämten sich und sie hatten Angst. Zwei von den Dingen, was Sinn bringt. Ich will Ihnen sagen, schämen ist keinmal von Gott. Schämt kommt immer von Sinn. Wenn wir was getan haben, für was wir uns schämen, dann kommt Gott und sagt, na dann werden wir dort abriemen. Dann lut mich dort nehmen und lut das Seed sagen, verzeihen, abriemen, sodass du nicht mehr schämen brauchst, dann kannst du wieder leben.
Und wir sind so leicht heute im Sein, schäm die doch. Da wollen sie Kinder nicht sagen, schäm die. Da wir lieber sagen, na, dann werden wir da tragen, was da recht ist. Und dann werden wir beten. Gott sieht nicht, schäm die. Das schämen sich, wenn es die Sünde und verdorben hat. Der wir nicht. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 3, Vers 10. Ich hier die am Garten und ich hatte Angst, weil ich nicht sehe, und dann verstärke ich mich. Und Gott hofft, was wir Gott tun mit der Radung? Ich sehe dir, die starben nicht kurz, nicht? Wird dann gleich so, was Gott gesagt hat? Ja, das wir. Die Tod wir so hastig da und will die nehmen. Und die würden plötzlich sein gestorben, waren dort nicht wie für Gott seine Hand gewesen. Aber Gott hält die Hand fair. Und sie dort, jo, du hast die Gelegenheit, die Hand gewählt und du wirst die Gelegenheit kriegen, du kannst dir das Leben nehmen, aber noch nicht. Hau noch, wach noch. Und dann können die noch eine Zeit lang leben. Und Gott gibt dir eine Gelegenheit. Bestraft Gott dich euch für das? Einige würden sagen, jo, ich sage, nee. Gott bedagt die Sünde, sodass sie nicht brückten an diese Sünde leben. Einige Menschen würden sagen, jo, Gott seht ihr, nu wird die Erde Stachels und Speckerkrüten, all so was dort verbringen. Von nu an wird die Erde nicht mehr dort bringen, was die vorher deit. Nu wird der weiter sein an Geburt, wenn ein Kind zur Welt kommt. Und der Mann wird über die früh herrschen und all das wird nicht. Und einige würden sagen, dort wie ein Finger, was Gott sagt, sieh, dort wird ich die nur andauern. Und ich sage, nee, das ist nicht so. Gott sieht bloß, so wird es nicht sein. Wenn es der Sinn, was das Bild verdorben hat, der bringt immer sonst das. Der Sinn merkt dort, der Sinn verdorft, der Sinn bringt einen Fluch. Nicht Gott. So, Gott baut eine Radung an. Er will ihr Verhältnis noch wieder haben. Kick mal in Jakobus Kapitel 1, Vers 13, wo das sagt, wann ein Mensch versorgt wird, soll er niemals sein, dort Gott am versiegt. Gott kann nicht zum Weisen versorgt werden, und er versiegt keinen, aber ein Mensch wird versorgt, wenn er von seiner eigenen Beise Last mitgeritten wird. Wenn die Beise Last sich erst festgestellt hat, wird der Sinn geboren, und wenn der Sinn getan ist, bringt sie den Tod. Der Sinn bringt den Tod, nicht Gott. Gott merkt nicht Tod. Gott hat einen Hut für den Tod. Aber wir haben Sinn gewählt, und der Sinn merkt Tod. Dann was die Menschheit wieder. Und wir lesen in 1. Mose 3, Vers 15. Noch erst das Eier dort. Gott bestellt du all Furzen Radar. All am Garten Eiden bestellt er all, erzählt er all, versprücht er all. Dort wurden Radar kommen und sagt, du in der Früh wollen die feindlich sein, und jene noch kommen wollen sich nicht lieben können. Hei wird die den Kopf verwunden und du wirst arm dich in der Hack verwunden. Der wir noch am Garten Eiden, dann sieht Gott all, ich will ein Radar schicken. Und er wird trüte dort. Er hält den Todträg, sodass er eine Gelegenheit geben zu leben. Nu, 1. Mose 3, Vers 21. Und Gott der Herr mögt Kleider für Adam in seine Früh von Ladasch und Kleider davon. Wo kennen die Ladasch her? Ein Tier wird dort gemerkt. Du musst wer sterben. Die Sünde bringt immer den Tod. Und irgendwer muss sterben. Dann nimmt Gott ein Tier und mögt dort Tod, um ihre Sünde bedeuten. Dass sie vor Gott stehen können. Und für diese Jahren hat Gott immer weiter verlangt, dass Opfer getan werden, so dass die Sünden können bedeckt werden, dass die Menschen können reich sein mit Gott. Aber die Sünde, die ging wieder, und wir fingen in 1. Mose Kapitel 6, Vers 5, und da ein paar Vers sagt es das. Der Herr sagt, dass die Menschen seine Beise beirrt werden, und dass ihre Gedanken bloß den Tietever schlechte Gedanken wären, und dem Herrn, der dort leid, dort hat Menschen ab ihr gemerkt, haben wir dort sehr schuld. Und er sagt, ich will diese Menschen, was ich gemerkt habe, von ab ihr utroden, ich will Menschen in alle Tieren und Fehl utroden, so schuld ist mir dort, dass ich an gemerkt habe. Aber now wir
Gott ohne sein beim Herrn. Menschen werden arg gegangen und das ging bloß bei auf. Und die deuten sich einer den anderen bloß Türläden. Und die mögen das Leben bloß schwor einer für den anderen. Und Gott konnte nicht an sein, dass die Menschen so leiden mussten. Und er sagt, der einzige Weg, der kann halten, kann abhören mit das, ist die vernichten, dass die nicht mehr da sind. Das weiß ich nicht. Und da schickt Gott die Sintflut. Nicht, wenn es da wie immer da. Hier geht Gott da ist, wenn er sagt, mir der dort leid, dass ich das gemerkt habe. Mir ist das so schuld. Noch einmal, mir der dort leid. Das ist nicht sehr doll, nicht? Das ist Gott wie nicht doll. Er kickt nur die Sünde und sagt, wo die Sünde alles verdorben, dann sie doch mal abbringen. Und er schickt eine Sintflut, er schickt die Überschwemmung. Und die Menschen, die das nicht annehmen, mussten dabei sterben. Mir Gott der dort? Nee. Wir hatten für all die ganze Zeit, was Noah der Arche büht, sagt das in 1. Petrus, dass er predigt, in 1. Petrus, 2. Petrus, 2 Vers 4 sagt dort, Gott verschont die alle Welt auch nicht, und das ist bloß der einzige Part von diesem, was ich brauchen will, als Büter Noah die Gerechtigkeit predigt. Noah predigt die ganze Zeit, was der Arche büht, da kommt eine Überschwemmung, kommt am Boot an, dass die nicht brücken ankommen. Und die glaubten dort nicht. Dann kommt die Überschwemmung und die sterben alle. Mir Gott der dort? Nee. Die verdrunken an dieser Überschwemmung, wenn es die Viren zu eng habe, dass die glauben, was gepredigt wird, die nehmen das nicht an, die glauben nicht. Deswegen sterben diese Lied. Aber wir machen wieder, Gott gibt Abraham, raubt sich Abraham und mögt sich ein Volk, durch wen der Radar kommen wird. Und 2000 Jahre später kam der Radar an der Welt an Jesus Christus. Und die braucht diese Radung. So, wir wollen mal ein bisschen böse, und unsere Titel jetzt sehr böse. Wir fingen in 1. Korinther, Kapitel 15, der Vers, der sagt, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Gott haft nicht ein Freund am Tod. Gott braucht den Tod einmal, um uns zu erlösen von verschiedenen Dingen. Aber der Tod ist nicht sein Ding. Der Tod ist sein Feind und er wird ihn abbringen. Und Gott will den nicht für uns. Dann mein Text, wovon ich wirklich reden will, ist Johannes Kapitel 3, Vers 16 und 17 und 18. Da sagt es, dass ich kann alle Vers 16, aber Vers 17 und 18. Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er seinen einzigen Sehen gibt, dass all die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Weil Gott schickt seinen Sehen nicht in diese Welt, um die zu rechten, aber dass die Welt durch ihn kann gerat werden. Wer an ihm glaubt, wird nicht gerecht worden. Wer aber nicht läuft, ist all gerecht, weil er nicht an den Namen von Gott, seinen einzigen Sehen, läuft. Wir waren nicht verdammt von Gott. Die Sünde verdammt uns. Die Sünde haft uns all verdammt. Sünde verdorft immer das Leben. Wir lesen in Lukas, und so ist dort ein Noah seine Zeit wir, so wird das auch an den Menschen sehen, seine Deausennen. Die Menschen eiten und trunken, Frieden und befrieden sich, aber an den Tag, als Noah an das Schöpfen ging, und dort wurde er kein in allem anbracht. So wird das nie auch sein. Ich kann mir einen Koffer für jeden, was ich mir da bringen. Was wollen wir mit dem tun, was Gott uns anbietet? Gott bittet uns an, dass er wird uns raten. Er hat seinen Sehen geschickt, der ist gestorben. Weißt du was? Jemand, der sieht, wo kann Gott so ehrlich sein über mich? Dass die Sünde verlangt, dass Jesus muss so schrecklich gemordet worden und gequält worden, verdammt das ja auch, was ich deut. Das ist nicht live. Ist dort, wo es schafft? Nee. Gott sagt nicht mir, die kleinen Dinge, was ich heute auch getan. Gott sagt eine Menschheit, was er verloren wird. Wird das Gott, was er verlangt, dass Jesus so leiden muss? Nee. Die Sünde verlangt, dass du und ich so leiden würden. Die Sünde verlangt, dass du und ich würden gequält worden und dass wir würden schrecklich leiden für alle Ewigkeit. Und Gott sagt, nee, da kann nichts an sein.
Und Jesus sagt, ich will das gehen down für dich. Ich will dich stehen nehmen. Und Jesus war dort Opfer in unser steht, so dass wir nicht brückten. Dann sagen Menschen zu mir, wo kann dort ein Leiftool ja Gott sein, wenn die Menschen in der Halle schmidt? Und ich stimme mit. Aber das Gott, das ist die Sache. Ich verstehe Gott nicht so. Ich glaube nicht, dass Gott Menschen in der Halle schmidt. Alle Menschen sind Sünder von Eier, die geboren wurden. Und versteht mich nicht auch recht. Ich glaube, wenn ein Baby geboren wird, man dort stirbt, das blickt im Himmel. Ich habe kein Problem damit, nicht wenn es unschuldig ist, das ist ein Sünder. Aber Jesus Christus ihn Blut bedeckt ihm seine Schuld. Und deswegen ist das Kind gerat. Solange was er durchkommt, wo die selbst eine Entscheidung machen kann, wo die selbst versteht, ich sehe ein verlorener Sünder. Und mir fehlt Jesus Christus. Aber dann bedeckt Jesus ihm Blut dem. Aber wir sind alle verloren, auf dem Weg nur Hall. Alle Menschen haben nichts zu tun mit, wo wenig wir gesündigt haben oder wo viel. Das hat zu tun mit einer Natur, die an uns ist. Wir haben eine sündliche Natur und wir sind am Weg nur Hall. Jesus sagt, gut, und ich will das nehmen für dich. Und Jesus nimmt dort Opfer, der Sinn von uns so ganz kort, weil ihn das ist das Wesen. Weil wir sagen, das hat nichts mit dem Horten zu tun, das hat bloß mit einem Bild zu tun, was ich Ihnen will geben. Alle Sünden, die in der Welt ist in der Kuffel bin. Alles. Alle Kräfte, alle Accidents, alle Outworden, alles verdorben, als du bist. Auch du und ich, solange wir nicht von Jesus Christus reingewaschen sind. In der Zeit der Rand, da kommt nur eine Zeit, wann die Zeit wird alle sein. Und Jesus steht hier und warnt, komm da raus, bleib du nicht beten. Deine Zeit rand aus, bleib du nicht beten. Ich habe das betont, du brauchst du nicht beten bleiben. Die Zeit kommt, wann die Zeit alle ist. Und dann ist es zu laut. Komm du raus. Wenn du noch zu beten bist, wenn du noch nicht bist reingewaschen von Jesus im Blut, dann komm nu raus. Noch erst Zeit. Und so Jesus Christus bittet uns, wir können gerat werden. Das sind 4 Dinge, die wir machen tun, wenn wir gerat werden. 1, wir machen tauschen, dass wir ein verlorener Sinner sind, am Weg nur der Hall. 2, wir können uns selbst nicht darauf raten, das ist kein Weg. Ich kann nicht so geschätzt sein, ich kann nicht so viel in der Kirche fahren, ich kann nicht so viel Geld geben, ich kann nicht so viel Gutes tun, dass ich dort anreden kann. Ich sehe am Weg daheim. Und bloß Jesus Christus kann mir raten von dort Nummer 4 am Frauen. Und dann sagt die Bibel, 1. Johannes 1, Vers 9, wann wir unsere Sünden bekennen, dass sie drüben gereichten, verjagt uns die. Und merkt uns rein von aller Ungerechtigkeit. Und dann haben wir ein Leben. Hast du das angenommen? Wir haben in Bolivia 100.000 Mennoniten. Von ungefähr 5% von denen, 5.000, haben diese Botschaft. 95.000 haben nicht. Da werden sie wieder. Wir beten. Himmlischer Vater, wir sagen Dankeschön für diese Gelegenheit, dein Wort zu predigen. Dankeschön, dass wir dürfen Menschen sein, dass die können gerat werden. Keiner braucht verloren gehen. Alle können gerat werden, wenn die Jesus Christus annehmen. Aber so sind nur seine Zeit, sind es so viele um uns von dir, was uns utlachen, was das nicht annehmen, was wir uns sein. Und wir beten, dass du uns was treu merken, dass wir wollen treu sein, das wieder zu geben, was du uns gegeben hast. Und ich bete, wenn hier von dir so eine Person sein, was das nicht verstanden hat, nicht angenommen hat, wirst du dich anrühren, wirst du dich von dir raten. Und ich bete, dass wir würden unsere Nachbarn, unsere Freunde können sagen, das Gott will nicht verdammen, der will raten. Wir sind geläuft von ihm, möchten wir die rechte Botschaft wiedergeben. Ich bete, dass du uns wirst, das am Hort leihen und uns treu merken, dort wieder zu tun, dass du das was haben. In Jesus' Namen. Amen.